Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen hier aus den USA zum Thema Mietwagen, zum Thema Anmietung von Mietautos. Worauf muss man achten? Und wir hatten gerade ein sehr spezielles Erlebnis mit diesem Auto hier, mit diesem Jeep. Was ist passiert? Wir sind in North Carolina, haben ein Fahrzeug reserviert für 13:30 Uhr und kamen dann aber erst 2 Stunden 15 etwa später an. Das heißt, wir waren 15:45 Uhr etwa bei der Anmietstation, bei der Autovermietung. Und da hat man uns dann gesagt, ja, wir haben euer Auto nicht mehr. Wir hatten so ein Mittelklasse-Fahrzeug reserviert. Das war nur reserviert um 13:30 Uhr und wir waren jetzt zu spät. Das haben wir jetzt jemand anders gegeben, wurde uns gesagt. Und wir hätten jetzt die Option, entweder zu warten, vielleicht eine Stunde oder so auf ein Auto, was zurückkommt und dann unserem reservierten Auto entspricht. Oder man könnte uns ein größeres Auto geben, und zwar hier diesen Jeep, zu einem entsprechend höheren Preis. Nicht zu dem Preis, den wir bezahlt haben oder den wir in der Reservierung stehen hatten, also noch nicht bezahlt hatten, sondern zu dem Preis, den der Jeep halt kostet. Und da haben wir gesagt, wieso, was soll das denn? Wir haben doch ein Auto entsprechend reserviert um 13:30 Uhr für 4 Tage und wir würden jetzt gerne dann ein Auto haben. Nein, haben wir nicht da und den Jeep können wir euch nicht zu dem Preis geben. Der ist ja größer und teurer und das ist nicht machbar. Gut. Und jetzt ist die Situation so, wir haben uns da ein bisschen damit beschäftigt, haben mit dem Herrn von der Autovermietung dann das auch nochmal ausführlich diskutiert und er hat gesagt, wenn wir eine Reservierung machen, bei der wir noch nichts bezahlt haben, dann ist diese Reservierung ja dann tatsächlich auch gültig und normalerweise bekommt man dann auch ein Auto, wenn man zu der Zeit kommt und wenn das Auto nicht da ist, was man haben möchte, bekommt man ein kostenloses Upgrade. Hier war es aber so, wir kamen eben später, über 2 Stunden später als geplant und dann müssen sie eben auch kein Auto mehr haben. Das heißt, dann ist es Goodwill, wenn sie uns dann noch ein Upgrade geben würden oder geben können, müssen sie aber nicht. Und hier haben sie gesagt, nö, also die Jeeps, die sind so teuer, das können wir euch nicht zum Preis vom Mittelklassewagen geben. Ja, das Ergebnis war dann, dass wir ein bisschen verhandelt haben und am Ende haben wir dann so einen Kompromiss gefunden. Das heißt, wir haben statt den Preis für den Mittelklassewagen, der relativ günstig war, wir hatten für 4 Tage Preis von $180 etwa, haben wir dann jetzt für 4 Tage etwa $220 für das Fahrzeug hier bezahlt. Das ist immer noch ein guter Preis, aber es ist ein bisschen mehr als ursprünglich reserviert. Ja, und was man beachten muss als Konsequenz hieraus, wenn man eben ein Auto anmietet, oder wenn man ein Auto reserviert, besser gesagt, wo man die Option wählt, dass man erst bezahlt, wenn man das Auto abholt, dann muss man schauen, dass man auch zur angegebenen Zeit erscheint. Wenn man nicht zur angegebenen Zeit erscheint, dann ist man gut beraten, diese Reservierung vorher zu modifizieren und die Zeit entsprechend zu ändern. Und dann steht das Auto natürlich weiter zur Verfügung. Wenn man das nicht tut, dann hat man eventuell Pech gehabt und hat gar kein Auto oder ein Auto zu einem komplett anderen Preis. Die andere Option ist, dass man bei der Reservierung schon bezahlt, dass man Buy Now macht sozusagen und nicht, oder Pay Now und nicht Pay Later. Da sollte das Auto dann auch noch zur Verfügung stehen, wenn man später kommt. Das ist zumindest mein Verständnis. Das heißt, hier haben wir gemacht Pay Later. Und da ist ganz klar, wenn man nicht kommt zur angegebenen Zeit, ich glaube, da gibt es noch mal eine Karenz, je nachdem, Goodwill von der Autovermietung, halbe Stunde, Stunde oder so. Aber wenn man dann nicht da ist, kriegt man nicht mehr unbedingt das reservierte Auto, wenn sie das nicht auf dem Hof stehen haben. Aber wenn man sagt, Pay Now, dann hat man eben die Möglichkeit, das Auto dann auch später abzuholen, weil man hat ja schließlich schon bezahlt. Ja, ich hoffe, das war mal ein interessanter Einblick. Mehr zur Anmietung von Autos werde ich euch noch mal in einem separaten Video berichten. Aber das erstmal zur Info. Denkt dran, wenn ihr eine Reservierung habt, Pay Later, dann schaut bitte, dass ihr eine Änderung der Abholzeit bitte der Autovermietung elektronisch mitteilt.
Wenn man mit dem Flugzeug ankommt, dann kann man die Flugnummer angeben. Und wenn der Flug später kommt, könnte es sein, dass das automatisch abgedatet wird. Aber ansonsten bitte unbedingt darauf achten, lieber das Auto etwas später reservieren, mit einer gewissen Karenz, dass man sagt, komm, ich reserviere es für eine Stunde später oder für 1,5 Stunden später, als ich es eigentlich brauche, als das Auto so zu reservieren zu einer Zeit, wo man es eigentlich nicht schafft. Und wenn man die Pay-Later-Option nimmt, kann es sein, dass das Auto dann eben nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, wir haben dieses Erlebnis noch nie vorher so gehabt. Bisher hat es immer geklappt, auch wenn wir ein bisschen später gekommen sind. Aber das war dann immer nur Goodwill von der Autovermietung und nicht unbedingt so auch erforderlich. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte Thumbs up geben, Daumen hoch und ich hoffe auch, ihr konntet den Tipp mitnehmen für eure Anmietung von Autos in den USA. Denkt dran, wie gesagt, Pay Later bedeutet immer, man muss pünktlich kommen und Pay Now, da kann man auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt kommen, denn dann sind die Kreditkartendaten ja hinterlegt und da wird auch abgerechnet, wenn man später kommt.